Hallo meine Lieben, heute habe ich nochmal eine Box, die ihr mit dem Envelope Punchboard machen könnt. Diesmal nicht quadratisch, sondern so ein bisschen gebogen. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute mit dem Envelope Punchboard machen werden, und das wird nicht die klassische Box, die viereckige oder die eckige, sondern das wird so eine runde Box, und zwar wird es diese hier sein. Ich wollte euch aber dieses Beispiel auch noch zeigen. Vorne ein Stempel drauf mit Happy Birthday Party Animal, hier das Nilpferd und hier der kleine Bär auch mit diesem Stempel drauf. Und wie wir das Ganze machen, gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Für diese Tüte brauchen wir wieder das Envelope Punchboard. Ich habe hier das Papier auf 15,2 x 15,2 cm geschnitten. Ich habe 2 Streifen für eine Bordüre drumherum. Das eine, also sind beide 18 cm lang, das eine ist 3 cm breit und das obere ist 2 cm breit. Und die werde ich auf beiden Seiten bei 4 cm falzen. Dann habe ich hier einen Spruch gestempelt und den entsprechend ausgeschnitten und auch noch ein zweites Mal ausgeschnitten, damit ich da so ein bisschen mehr Stärke habe, weil das hier so auf der Seite liegt. Das ist von diesem Animal Stempelset, hier Happy Birthday Party Animal. Und bei der ersten Box hatte ich dieses Nilpferd genommen, das war das hier, und für diese habe ich jetzt den kleinen Bären genommen. Dann habe ich hier noch Kreise, das ist der gewellte Kreis mit der 3/8er Handstanze, und der Kreis, den ich hier 4-mal gemacht habe, ist mit der 3/2er Stanze. Und da eben einmal dort, wo ich es drauf gestempelt habe, 2 weiße und dann noch einen rosa, einfach um hier eine schöne Stärke hinzukriegen. Und das rosa leuchtet dann auch so ein bisschen hier auf diesem Braun durch. Und dann habe ich noch ein paar Blätter ausgestanzt und das habe ich hier mit diesem Stanzset gemacht. Das sind diese hier. Aber als allererstes gehen wir jetzt zur Basisbox. Da wird es jetzt ein bisschen speziell vom Stanzen her, weil wir nicht eine normale Box machen, sondern diese hier hat hier, wenn ihr das seht, die ist nur gewellt und da hat die keine Linien. Von dem her, und ihr könnt das auch mit dem Falzbein machen, ich arbeite hier einfach gerne mit dem Falzstift. Was müsst ihr jetzt machen? Hier, einerseits legt ihr das bei 3 Inch hier oben an, puncht und zieht die Falzlinie. Dann dreht ihr es nicht nur einmal, sondern ihr dreht es zweimal, also um 180 Grad, und legt hier nochmal bei 3 Inch an. Wieder stanzen und wieder falzen. Dann wendet ihr das Ganze und nehmt die Seiten, wo jetzt noch keine Ausbuchtung drauf ist, geht auch wieder bei 3 Inch. Hier müsst ihr nicht falzen, weil die Falzlinie habt ihr schon. Dann wieder 180 Grad drehen und hier auch wieder bei 3 Inch anlegen. Und wieder stanzen, hier nicht falzen, weil wir haben die Falzlinie hier schon. Dann dreht ihr das Ganze wieder um. Jetzt müsst ihr das Papier so hinlegen, dass die Falzlinien quasi in die Richtung gucken. Das heißt, von unten links nach oben rechts gehen. Und jetzt wiederholen wir das Spiel aber nicht bei 3 Inch, sondern bei 1,5 Inch. Das ist hier in der Ecke. Auch wieder stanzen. Falzlinie ziehen. 180 Grad drehen. Bei 1,5 Inch anlegen hier oben, stanzen, upsi, na, wo ist sie denn? Hier. So, das ist das eine. Jetzt drehen wir das Ganze wieder um, gehen auch wieder da, wo jetzt nur eine Ausbuchtung ist, legen das bei 1,5 Inch an, stanzen. Falzlinie brauchen wir auch hier nicht ziehen, weil die haben wir. Wieder 180 Grad drehen,
wieder bei 1,5 Inch anlegen, wieder stanzen und hier braucht ihr auch die Linie nicht nachzuziehen. Dann runden wir hier noch die Ecken ab. Dann braucht ihr das Falzbrett erstmal nicht mehr. Als nächstes müssen wir die Falzlinien nachziehen. Und dann müssen wir die Klebelaschen schneiden. Und zwar ist es so, dass diese beiden kurzen Elemente Klebelaschen haben sollen. Das heißt, diese beiden Teile müssen an dem bleiben, von dem her schneiden wir hier rein. Bis zur Ecke, ne? Dito auf der Seite. Und dann auch hier oben. Jetzt könnt ihr die noch ein kleines bisschen anschrägen. So. Und dann müsst ihr dem Papier so ein kleines bisschen helfen. Und zwar soll sich das ja hier reinbiegen und das hier die langen Teile drüber. Von dem her gehe ich da einfach mit dem Falzbein drauf und fange die an, sie hier so ein bisschen zu biegen. Und dann können wir die auch schon zusammenkleben. Ich nehme hier Flüssigkleber. Dann legt ihr das einfach so rein und guckt einfach hier, dass die Kanten schön aufeinander liegen. Könnt ihr das nochmal mit dem Falzbein ein bisschen festdrücken. Gleich die andere Seite. Und auf der Seite gebe ich gleich auf beide Laschenkleber und klebe das hier auch fest. Dann haben wir auch das Prinzip der Box schon. Das heißt, ich lege zuerst diese beiden Seiten rein, dann gebe ich dem hier so ein bisschen Druck, damit das sich reinlegt. Dann kann man es drüber legen. Und so haben wir schon die Basisbox. Jetzt würde es das so natürlich nicht halten und deshalb machen wir hier eine Bordüre drumherum. Die klebe ich jetzt kurz zuerst aufeinander. Dann könnt ihr die auf beiden Seiten kurz bei 4 cm falzen. Hier 4 cm falzen, umdrehen und nochmal bei 4 cm. Um dem jetzt noch ein bisschen mehr Farbe zu geben, nehme ich hier noch ein rosa Band. Bei dem, wo ich mit Grün gearbeitet habe, habe ich so ein grünes Band genommen. Und das lege ich nur von hier nach hier. Also da gehe ich nicht komplett drum herum. Aber ich klebe das hier kurz mit Doppelklebeband fest. Das geht fast am einfachsten. Jetzt können wir auch dem so ein bisschen helfen, dass es sich biegt. Dann mache ich das hier unten auch mit Doppelklebeband fest, geht fast am einfachsten. Gucke ich einfach, dass die schönere Seite oben liegt. Lege ich das nochmal zusammen. Dann lege ich die eine Seite rein und komme hier mit der anderen rüber.
Ich habe die jetzt schon sehr straff gezogen, da könnt ihr gucken, je nachdem, wenn ihr das ein bisschen weniger straff haben wollt, dann könnt ihr da auch ein längeres Band machen oder ja, halt einfach so, wie das für euch passt. Es geht, also es funktioniert, man kann die wegziehen, von dem her, das geht schon. Und ich habe es auch so gemacht, ne, ich will ja, dass das hier dieses Eck quasi gegen mich zeigt und deshalb habe ich geguckt, dass die Kleberlasche, also dieser Teil hinten liegt. So, jetzt machen wir das Ganze noch fertig. Und zwar habe ich hier die Ecken abgerundet. Wenn ihr euch fragt, warum ich jetzt plötzlich mit dem arbeite und nicht mehr mit dem, ich kriege halt hier die größeren Rundungen hin als mit diesem hier. Von dem her, das ist der einzige Grund. Jetzt klebe ich das kurz aufeinander. Dann klebe ich auch diese Kreise alle aufeinander. Das heißt, der Stempel liegt zu oberst, dann habe ich die zwei weißen und am Schluss nehme ich jetzt noch den rosa. Und das hier, das klebe ich jetzt auf den braunen. Und jetzt müssen wir ein bisschen drapieren. Wenn ihr das angeguckt habt, ne, ich habe 3 Elemente, die beiden Farben hier und dann noch ein braunes hier oben. Und genauso möchte ich das auch machen. Das heißt, ich würde das hier hoch, das hier eher so ein bisschen seitlich und das hier auf die Seite. So soll das zu liegen kommen. Und jetzt bringe ich dieses Element mit Dimensionals hier drauf. So, und dann bringe ich das so ein kleines bisschen versetzt auf diesen rosa Kreis, damit da vom rosa Kreis auch noch was vorguckt. Und dann bringe ich hier in der Mitte einen Streifen Doppelklebeband drauf. Nicht auf die Tüte, ne, sondern nur auf die Bordüre oder auf die Manschette nennt man das, glaube ich. Da müssen wir noch was anderes machen, weil wenn ich das jetzt hinlege, dann besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass das nicht hält. Und deshalb, weil wir haben hier eine extreme Rundung. Und was ich deshalb mache, ist, ich bringe oben und unten jeweils noch 2 Dimensionals drauf, und zwar von diesen richtig schön großen. Und so haben die dann auch mehr Fläche, wo sie an der Box kleben. Oder neben, nicht an der Box, sondern an dieser Manschette. So, das heißt hier bei den Dimensionals die Abdeckung abziehen. Und dann auch noch hier. Und dann sollte das Ganze eigentlich halten. Und dann haben wir ja auch noch hier vorne den Stempel. Den bringe ich effektiv mit Flüssigkleber an. So, und dann ist diese süße Box auch schon fertig mit diesem Bären drauf und vorne Happy Birthday Party Animal. Na, jetzt haben wir gleich die mit dem Mehlpferd. Und das war das, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt ganz viele Ideen, wie ihr selber so eine Box machen könnt. Und die Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch wie immer unten in die Links reingestellt.
Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann tut das doch gerne auch. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und ich hoffe, wir sehen uns wohlauf auch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!